In der Entwicklung des Systems, was innovativ und einzigartig ist, haben wir einige Komponenten ausfindig gemacht, die wir zusammen mit Partnern entwickeln müssen, weil sie auf dem Markt nicht erhältlich sind. Eines dieser Systeme ist der Vertikalförderer und der Vertikalförderer ist zuständig für die Erschließung vom Hub in das Tunnelsystem und in diesem Vertikalförderer werden Tunnelfahrzeuge transportiert. Und mit dem Partner Gritec haben wir diesen ersten Prototyp aufgebaut und werden daran Tests fahren. Der Vertikalförderer gibt uns Antworten auf Funktionalität, auf mögliche Lasten. Es gibt uns aber auch Antworten auf die Energiebilanz, die eines der wichtigsten Aspekte für den operativen Betrieb sind. Wir haben als Aufgabenstellung von der Cargo Souterrain die Belastungszahlen des ganzen Logistiksystems erhalten. Da wir gesehen haben, dass der ganze Tagesverlauf große Unterschiede ergibt, haben wir auch dann analysiert, dass das System höchst flexibel ausgelegt werden muss. Diese flexible Auslegung ist mit vielen bekannten Vertikalfördersystemen eigentlich nur schwer zu erreichen. Deshalb haben wir einen sehr innovativen Ansatz gewählt mit einem vertikalen Antriebssystem, das erlaubt, dass jede Förderplattform eigentlich individuell hochfahren kann. Sie können sich nicht überholen, aber sie können individuell fahren in der Geschwindigkeit, sie können individuell starten und verschiedene Ziele anfahren. Im wirklichen Leben dieses Förderers, oder wir nennen ihn auch Mover, ist es so, dass wir natürlich hohe Schächte haben, die wir überwinden, bis zu 80 Meter Höhe. Da spricht für sich, dass die Infrastruktur sehr gut zugänglich sein muss. Das haben wir bereits am ersten Prototyp so realisiert, sodass, wenn das System in Betrieb ist, nicht alles gestoppt werden muss, sondern nur eigentlich partiell für Servicearbeiten. Zur Parametrierung und auch zur Analyse haben wir einerseits eine sehr offene Schnittstelle gestaltet, andererseits haben wir Firmware und Software, die ermöglicht, dass wir die Detailanalyse der Betriebsparameter machen können und aber auch die Rekuperation messen können. Das Modell, das wir sehen, ist im Maßstab 1:12 gewählt. Im Endausbau werden wir 4 solche Vertikalfördereinheiten in einem Schacht haben. Wir von Cargo Souterrain sind sehr froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben und die Erkenntnisse mit einem physikalischen Modell aufgebaut haben. Diese Grundspezifikationen werden uns ganz sicher helfen, im Markt draußen jemanden zu finden, der für uns diese Vertikalförderer bauen wird.